Wir sind Martina und Marek und das ist unser Hund Franze. Nein, wir sind nicht. Also wir sind Martina und Marek und heute gibt es ein neues Video von uns über unsere Kosten von unserem Ausbau. Wir haben uns nämlich gefragt, was unser Ausbau gekostet hat und ich habe 1500 Euro geschätzt. Ja, ich habe irgendwas gesagt unter 2500. Und was es am Ende geworden ist, das erfahrt ihr am Ende. Vor 2 Jahren haben wir unseren VW T5 für 13.800 Euro gekauft. Und eigentlich wollten wir nur mal einige Wochenenden im Sommer verreisen. Doch schnell hat uns das Camper- und Vanlife-Fieber gepackt. Unser VW T5 war gebraucht, Baujahr 2016, hat 84 PS und hatte 20.000 Kilometer auf dem Tacho. Und natürlich brauchte er wie jeder ordentliche Campervan einen Namen. Und seitdem heißt unser Van Franzek. Seit wir Franzek haben, sind wir insgesamt 25.000 Kilometer mit ihm gefahren. Wir waren in Marokko, wir waren in den Abruzzen in Italien, in der Slowakei, in Polen und überall in Deutschland. Franzek hatte beim Kauf insgesamt 9 Sitze. Die hintere Sitzbank haben wir verkauft und mittlerweile hat Franzek nur noch 5 Sitze. Deswegen haben wir uns gegen einen Transporter entschieden, weil in einem Transporter meistens nur 3 Sitze verbaut sind. Als allererstes haben wir tatsächlich die Scheiben tönen lassen. Wir wollten nicht, dass uns jeder ins Auto schauen kann. Es ist die dunkelste Variante, die in der Werkstatt lieferbar war und mit 300 Euro nicht ganz billig. Aber es sieht professionell aus und nicht selbst gebastelt. Von uns eine klare Empfehlung. Und für nachts haben wir zusätzlich Verdunklungsmatten. Für vorne haben wir ein gebrauchtes Set von einem T4 gekauft, die passen nämlich bei uns auch. Für hinten haben wir welche selbst genäht. Zwischen den Stofflagen steckt eine Isolierfolie und an den Rändern Magneten. Insgesamt haben wir 80 Euro für unsere Verdunklungsmatten gezahlt. Im Vergleich zu einem neuen Komplettset ist das ein unschlagbarer Preis. Schon wieder alles. Bremsenreiniger geht alles. In einem Urlaub in Polen haben wir Franzek auseinandergenommen. Wir dämmten mit Amaflex an den Stellen hinter der Karosserie, wo es eben bei uns ging. Wir haben ja recht viele Scheiben. Für eine Rolle Amaflex und ein paar Dosen Bremsenreiniger haben wir in etwa 99 Euro gezahlt. Da wir fürs Dämmen die Seitenverkleidung schon herunten hatten, haben wir uns spontan dafür entschieden, die Verkleidung aus Holz nachzubauen. Im polnischen Baumarkt bekamen wir Pappelholzplatten. Das ist ein schönes, leichtes Material. Und wir sägten uns die Verkleidung zurecht. Das Ganze haben wir dann noch lasiert. Die Kosten dafür waren 48 Euro und es sieht auf jeden Fall viel schöner aus als die Originalverkleidung. Kommen wir zu unserem Drehsitz. Wir haben in unserem Franzek eine Doppelsitzbank als Beifahrersitz. Um es in unserem Wohnraum ein bisschen gemütlicher zu haben, haben wir uns dafür die Kira-Vans Drehsitzkonsole selbst eingebaut. Sagen wir mal so, wir sind froh um den Drehsitz, sind aber auch jedem neidisch, der das innerhalb von Sekundenschnelle erledigt hat. Die Kira-Vans zu drehen ist leider mit etwas Arbeit verbunden. Insgesamt haben wir dafür 439 Euro gezahlt. Unser Herzstück ist natürlich unsere Campervan-Box. Wir verfolgten das Prinzip unseres Ausbaus, das Auto minimalinvasiv zu verändern. Also wir wollten alles so machen, dass man es auch wieder rückgängig machen konnte. Daher schwebte uns eine Campervan-Box vor, die man auch wieder herausnehmen kann, und haben uns inspirieren lassen und sind auf das Material Aluprofile gestoßen.
Für unsere Campervan-Box haben wir insgesamt 279 € gezahlt. Für unser Bett haben wir unseren Lattenrost mit Tellern aufgewertet. Und die Teller haben wir von eBay Kleinanzeigen für umsonst. Wir haben da etwas hohe Ansprüche, was unseren Schlafkomfort angeht. Als Matratze recyceln wir unsere alte 20 cm dicke Kaltschaummatratze. Ich habe einen Matratzenbezug genäht für unsere beiden Matratzenteile. Für den Stoff und Nähmaterialien haben wir 51 € gezahlt. Die Campervan-Box funktioniert genauso gut auch ohne Schwerlastauszüge. Aber ganz ehrlich, damit sind wir echt der Hingucker auf dem Stellplatz. Die Euroboxen und Behälter auf unseren beiden Schwerlastauszügen haben ein Gesamtvolumen von mehr als 440 Litern. Und die ziehen wir mal eben mit einem Handgriff nach draußen. Also kein Herumkram in den Tiefen des Kofferraums. Die Kosten dafür liegen bei 290 €. Unter Stauraum haben wir mal alles zusammengezählt, was wir so an Boxen haben. Euroboxen, Dachbox oder selbstgemachte Boxen. Bei den Euroboxen haben wir die Restposten von Auer genommen. Die sind einen Ticken günstiger und sind einwandfrei, also die haben keine Schäden oder Mängel. Das Einzige, was wir nicht wussten, war, welche Farbe wir bekommen. Und so haben wir eigentlich unseren kompletten Auszug mit Euroboxen und selbstgemachten Boxen ganz gut strukturiert. Das Wichtigste ist, dass einfach alles seinen festen Platz hat. Unsere Dachbox ist die Thule Vision 850. Die haben wir auch auf eBay Kleinanzeigen gekauft. Und mit einem Dachträger haben wir dafür 230 € gezahlt. Unsere Dachbox ist wirklich Gold wert. Dafür, dass wir einen L1H1 Transporter haben, ist es unser wichtigster zusätzlicher Stauraum, wo auch unsere Räder reinpassen. Und dann haben wir noch so einige Kisten, die wir selbst gebaut haben, wie die Kiste unter der Sitzbank. Als weiteren Stauraum haben wir unser Badeschränkchen, was auch zusätzlich die Auflagefläche für unsere Matratze ist. Auf unserem linken Auszug steht wohl die wichtigste Box, nämlich die Küchenbox. Sie besteht aus Aluprofilen und HPL-Platten und hat insgesamt 300 € plus Arbeitszeit gekostet. Oben ist sehr viel Platz für Küchenutensilien, Geschirr und Gewürze. Hinter der Klappe unten ist Platz für unseren Gaskocher und das Besteck. Die Box hat sehr viele Ablageflächen und ca. 20% mehr Platz als die alte. Wer hier ein wenig sparen möchte, der kann natürlich eine Eurobox nehmen, eine Schublade einbauen und einen Zwischenboden und hat damit auch eine vollwertige Küchenbox. Zum Vergleich, die alte Box aus Kunststoff hat ca. 100 € gekostet.
Auf der anderen Seite befindet sich ein Modul mit Wasserkanister, Waschbecken und einer Wasserpumpe mit Duschfunktion. Wir wollen zwar auf Elektro-Gimmicks verzichten, aber die Akkupumpe ist sehr, sehr praktisch. Geduscht haben wir damit noch nicht, aber wir freuen uns darauf, das mal auszuprobieren. Wir wollten einen festen Platz für unsere Kühlbox und den Wasserkanister und so haben wir das Modul nach unseren Bedürfnissen direkt auf dem Auszug befestigt. Haben den Auszug praktisch verkleidet. Es ist ein Riesenvorteil, wenn Dinge ihren gewohnten Platz haben. Unterm Doppelsitz haben unsere Akkus und Powerbanks Platz. Für uns war bislang eine verbaute Zweitbatterie zweitrangig. In Urlauben fahren wir ganz gut damit, alle paar Tage auf einem Campingplatz zu stehen und alles aufzuladen. Dazwischen, wenn wir frei stehen, können wir alle Geräte und Kameras ein- bis zweimal vollladen. Und danach sind wir sowieso wieder auf einem Stellplatz mit Stromanschluss. Wir haben eine Powerbank mit Power Delivery und mit der können wir sogar ein MacBook laden. Um das Kabelgewirr einigermaßen im Griff zu haben, haben wir einige Multiladekabel, die sehr praktisch sind. Unser Notfallklo, den Keramikheizlüfter für die kühlen Nächte, Auffahrkeile, Tritthocker, Kabeltrommel und Adapter. Das alles hat insgesamt 140 € gekostet. Und damit wären wir auch schon am Ende. Also wir hatten dann doch am Ende Kosten von 2.764. 64, ja, war mehr als gedacht. Aber die Frage ist, gehört da die Dachbox dazu? Gehören da irgendwelche Keramikheizlüfter dazu? Jeder muss sich am Ende fragen, brauche ich eine Zusatzbatterie? Brauche ich eine Standheizung? Das sind nämlich richtige Preistreiber. Ja, auf jeden Fall. Was ist dir am wichtigsten? Ganz klischeehaft, die Küchenbox. Ja, Küchenbox ist praktisch. Ich finde natürlich die Camperbox am wichtigsten, weil da schläft man drauf. Ja. Dann braucht man noch einen Gaskocher, bisschen Campingausrüstung, ein paar Töpfe und dann hat man eigentlich alles, was man für einen ersten Urlaub braucht. Mehr hatten wir am Anfang auch nicht. Alles andere kann man am Ende dazu bauen.